Hallo und willkommen zurück im nächsten Fall, den wir... ach so, fuck, ich bin dumm. Die letzte Folge habe ich beendet, ohne dass wir die Abschlussszenen gesehen haben. Das ist natürlich jetzt doof für diejenigen der letzten Folge, für die Zuschauer der letzten Folge, aber das sind hoffentlich dieselben wie ihr, die ihr gerade da sitzt und dieses Video schaut. Hoffentlich sitzt ihr. Stehen ist auf Dauer ein bisschen unbequem. Dann gucken wir uns doch jetzt mal die Auflösung an. Ganz vergessen, dass jetzt ja noch Filmchen kommen. Oh, es kommen doch keine Filmchen. Ich nehme alles zurück. Das Blut-Bad. Ich kann mir noch nichts darunter vorstellen, aber wahrscheinlich stirbt jemand in seiner Badewanne. Ja, fortfahren. Auf geht's. Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Was hat er denn? Alkohol? The temperature appears to be normal. The pupil is dilated. I need to concentrate and count the heartbeats. Wie macht man das? Messen Sie den Puls, indem Sie 10 Sekunden lang die Herzschläge zählen. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. A weak pulse, around 50 beats per minute. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Ah, Mr. Holmes. I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in 2 young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but, what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these 2 young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Der will doch nur baden gehen. Auf geht's zu den Thermen. Wenn er uns das schon vorschlägt. Ah, das sind unsere Souvenirs. Ziemlich langweilige Souvenirs. Ich hätte eher Geld mitgenommen. Naja, gut. So, was müssen wir machen? Ja, die Thermen. Auf geht's. Finde ich auch besser als den ersten Fall. Andererseits, wenn die keine Waffe finden, das heißt ja erstmal noch nichts. Die Waffe könnte ja auch der Täter mitgenommen haben. Naja. Herleitung werde ich übrigens noch nicht machen. Es tut mir furchtbar leid. Die Außengegend ist sehr gut animiert, muss ich sagen. Das ist sehr realistisch.
die Ladezeiten auch wie im echten Leben. Mir wird auch manchmal schwarz vor Augen für 30 Sekunden. Beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the City Council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Hey, das heißt, die sind doch wohl dann alle zusammen verwickelt, oder wie groß ist denn der Raum, dass sie da in einer Ecke den Mord nicht sehen konnten? Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. Jo, Lestrade hat wohl nicht zugehört. Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentlemen had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Das klingt sehr realistisch und ehrlich. Trotzdem wollen wir uns erstmal alles angucken. Leichte Falten, das heißt, er geht selber nicht oft in dieses Bad. Schnittwunde. Ah. Wow, okay, das ist gut. Ich glaube, dass er alleine lebt, das hat erstmal nicht viel damit zu tun, ob er verdächtig ist. Penibel, das heißt, man kann seinen Aussagen entweder vertrauen oder er ist ein, ja doch, eher vertrauenswürdig, würde ich sagen. Ja, der passt schon auf sich auf. Was mit Manchester zu tun? Wahrscheinlich ist er von da oder so. Ach, guck mal. Was ist das? Heute aufgegebenes Telegramm. Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. And what happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. Also muss es einer von denen gewesen sein. Und die sind wahrscheinlich alle Komplizen untereinander. Das macht doch sonst überhaupt keinen Sinn. The steam room's on the other side, Mr. Holmes. Ja, danke. Oh, die Person hier, das ist egal. Das interessiert mich alles nicht, die Person. The steam room's on the other side. Ja, Mr. okay, ich Holmes. weiß. Ich wollte nur mal gucken. Was ist das? Frigidarium. Was ist das denn? Ach, da geht's raus. Ja. Nein, das wollen wir noch nicht. Da ist dann der Steam Room. Ja. What should we do next, Holmes? Ja, sehr interessant. Also Watson hilft bis jetzt fast gar nicht. Also die ganze Story über ist ja relativ sinnlos. Außer in den Cutscenes.
These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Das ist wie ein türkisches Hamham. Nicht, dass ich da kürzlich Erfahrung mitgemacht hätte. Clothes belonging to one of the suspects. Nur halt römisch. Expensive clothes belonging to one of the men from the steam room. Okay. Ist sie vergiftet, die Champagnerflasche vielleicht? Champagne for a special occasion. An ice bucket to keep the champagne chilled. Wie haben die eigentlich Eis gemacht damals? Unopened. It was intended to be enjoyed after the steam session. Okay, dann kann den wenigstens noch jemand anders trinken. Dann haben wir noch einen Vorteil dadurch. So, rein da. Ach, guck mal, Nackte. Oh. WTF? Good Lord, Holmes. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. WTF, okay, ich dachte, vielleicht wäre der irgendwie vergiftet, okay, da hat jemand das Auge hier rausgenommen, Alter. I should check this blood sample at Baker Street. Jo, geiles Geräusch, danke. Ob da was drin ist oder was? This key was covered in blood. I should ask Phillips about it. Jo, nimm das auch mal bitte in deine Tasche mit dem Blut dran. Ich bin froh, dass uns immer gesagt wird, wann wir R1 und L1 benutzen müssen, weil ich vergesse das echt oft. Fällt mir so auf. Aber fällt mir erst auf, wenn das Spiel mir sagt, dass ich es benutzen soll. There was only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Ja. Death would have been instantaneous. Und wenn nicht instantaneous, war das bestimmt grauenhaft, schmerzhaft. Some dirt or earth. I'll take a sample. Look, Watson. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. Na, können wir ja gucken, ob der Ring hinterher noch da ist irgendwo. But death is very recent. Between 30 minutes to 1 hour ago. Die sind echt schnell, ne? Die fahren in der Stadt mit Kutschen rum. Also der 30 to 60 minutes ago, das heißt, der Mord ist passiert. Polizei wurde alarmiert, Polizei kam. Lestrade hat gesagt, oh, hier ist keine Waffe. Ist zu Holmes gefahren mit einer Kutsche. Holmes ist hierher gefahren, das innerhalb von 60 Minuten, das ist schon heftig. Wenn das jetzt nicht nebenan ist, der Laden hier, dann ist das schon heftig. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry. Or he is an artist. Or a ghost. Or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter. You are ridiculous. Do you know that? Hey, könnte doch sein. Am Ende ist das hier dieser Moriarty, dieser Erzfeind. Auch auf einmal ist die Leiche weg. So. Ist uns nicht warm? Ist ihm nicht warm? Der trägt so geile Kleidung hier, die überhaupt nicht geeignet ist für so einen Raum. The grid cannot be removed. It's horrible. I can't talk at the moment. I'm in shock. I don't want... It's horrible. So Rodney, he's dead. Can't we speak about it somewhere else? Nervt doch nicht. The brazier is still burning. The heat here is extreme. Aber interessante Art, wie hier die Hitze erzeugt wird und dann kommt Dampf noch zusätzlich I will rein. need something to pick up this melted metal. Okay, was für ein... The weapon is nowhere to be found. Brille? One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. Ja, und du kannst es in der Hand halten?
These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. Und wieder da hinlegen, damit sie weiter erhitzen kann. Wo ist denn hier Dampfhebel? Oh. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Aha. Ja, okay. Also könnte es so gewesen sein, dass wirklich keiner gesehen hat. Keiner beschwert sich. Dass keiner... Guck mal, wenn wir hier bei dem Typen stehen, sehen wir schon den dritten fast nicht mehr. Heftig. Achso, ich kann das jetzt nur mit meiner Spezialsicht wieder sehen. Das macht natürlich Sinn, vor allem, weil ich gerade direkt vor dem Hebel stand und noch wusste, wo er ist. So, ich habe leider nichts zum Aufheben. Das heißt, wir müssen uns was zum Aufheben suchen. Ist hier was zum Aufheben? Hallo? Ah, er hat vielleicht was zum Aufheben. Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Oh, noch warten? Please wait. I need to do something first. Wenn wir schon warten können, dann will ich das auch erstmal noch. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared. I don't know where it is. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir. I did not. Das Telegramm. Oder? Ja. You are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No, The telegram was for someone in Manchester. Mr. Holmes, it's I'll tell you everything. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply, or our mother is unwell. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. Ah, der ist nett. Doch, den verpetze ich nicht. There is a bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? Okay. Gucken wir nochmal nach. Hat der was Mr. Holmes? Mr. Holmes. I can't understand what happened. If you have to I found him. I touched his shoulder, thinking that he was just asleep. The brazier is still burning. The heat here is extreme. Ja. Geschmolzenes Metall. Ist das am Ende der Schlüssel oder so? Ich meine, dass wir das noch untersuchen können und With vor the allem steam on, Seattle, I'm unable to Washington. see even a few feet away. Seattle, Washington. Das heißt, von da kam die Anlage. Jetzt gucken wir noch mal hier durch. Ob hier irgendwas Außergewöhnliches ist, aber ich glaube nicht. Nee, der ist wahrscheinlich nur deswegen noch weiß, weil... Puh, gute Frage. Aber wahrscheinlich, weil man den immer wieder benutzen kann.
Ja, ich glaube, vielleicht... I feel ill. I want to go. Ja. Ich glaube, viele gibt es hier dann doch nicht mehr. Andererseits... Die Kleidung haben wir uns aber auch schon komplett angeguckt. Ich wollte nur sicher gehen, dass wir hier nichts haben, was die hinterher mitnehmen, was wir uns am Ende nicht mehr angucken können. Aber gut, dann soll er sie erstmal eskortieren. Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Ja, ich glaube, wir Any brauchen... objections? Nee, ich glaube, wir brauchen auch erstmal das, was wir da... Dieses geschmolzene Metall, das können wir immer noch extrahieren. Da müssen die Leute nicht für im Raum sein, würde ich sagen. None, Lestrade. Okay, ach so, das können wir auf der Polizeistation untersuchen. Ja, dann würde ich sagen... Erstmal Baker Street, weil ich will erstmal das Blut untersuchen und diese... Irgendwas hat er noch aufgehoben. Blut und den... Ah, fuck, nein, den... Oder? Ach, den Schlüssel, das haben wir ja. Den Schlüssel, das haben wir ja. Da haben wir den Typen ja gefragt, diesen Mr. Phillips. Nee, dann nur das Blut untersuchen. Ach, ja. On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. Schmutz, ach, Schmutz, stimmt, ja. Oh, dann analysieren wir mal beides, ne? Schmutzprobe. Fokus. Selenite. Was ist das? Selen? Pyrite, otherwise known as fool's gold. White clay particles. Interesting. According to the color and its composition, I deduce that this sample is white clay. Now, I need to find which area near London this sample belongs to. Aber warum hat denn der das unter seinen Fingernägeln im Bart gehabt? The sample of dirt belongs to the White London clay region, located near the city of St. Albans. Was? Wie ist denn hat er sein Zeug von da geholt und das macht... Das ist aber jetzt weit hergeholt. Let us analyze this blood sample. Ist das scharf? Das ist This scharf. blood has not coagulated well. It seems very liquid. That is strange. Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. Das wollte ich vorhin schon sagen. Wollte ich wirklich sagen, dass der Typ wahrscheinlich kaum gerinnendes Blut hat und deswegen so viel geflossen ist aus seinem Kopf. Der hat wohl dann irgendwie was zu sich genommen, was I Heftiges. must take a pipette and place several drops of hydrogen peroxide. I must take a pipette and place... Ja, ist doch in Ordnung. Komm, das machen wir einfach in der nächsten Folge, weil ich jetzt zweimal verkackt habe, Pech gehabt. Ihr dürft gerne in euren Bewertungen hinterlassen, eure Meinung zu meinen Leistungen der letzten 45 Sekunden. Und wenn ihr gerne lieber etwas besser bewerten wollt, dann nehmt doch die ganze Folge als Grundlage. Hoffe ich. Falls nicht, dann auch nicht so schlimm. Morgen gibt es eine neue, die wird dann bestimmt besser, weil jetzt weiß ich ja, dass ich eine Pipette brauche, nachdem er es mir zweimal gesagt hat. Tschüss.